Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute seht ihr im Hintergrund von mir einen Legendary Zero Death Run, so ein bisschen als Hintergrundmaterial ein Run, in dem ich durch den kompletten Legendary Dungeon mit 0 Toten durchgekommen bin, um das Ganze so ein bisschen zu veranschaulichen, wie so meine Strategie ist. Und links an der Seite finden wir, oder beziehungsweise jetzt über mir gerade, werde ich immer so ein paar kleine Bilder einblenden, die euch eventuell weiterhelfen, so ein paar kleine Basics für den Legendary Dungeon, da ja dieser jetzt am Freitag ansteht. Der nächste Dungeon, Legendary Dungeon, ist auf seinem Weg und ich habe ein paar Fragen bekommen zu aktuellen Strategien, was so die beste Herangehensweise ist, etc. pp. Deswegen wollte ich das Ganze nochmal ein bisschen auffrischen, um für euch vielleicht einen besseren Legendary Dungeon Start darzulegen. Ja. Im Hintergrund, wie gesagt, ein altes YouTube-Video von mir mit Zero Death Runs. Wo ich direkt zum Anfang mal einsteige, bevor wir auf die Thematik hier links an der Seite gehen, zu den Runen, beziehungsweise zu der Tierlist, die ihr da gerade seht. In den ersten Etagen habt ihr beobachtet, dass ich in die ersten 4 bis 5 Räume reingegangen bin, dort, wo die Fragezeichen sind, denn da habe ich festgestellt, dass diese Räume meistens in den ersten 4 bis 5 Etagen keine Monster bieten, sondern halt eben Buffs oder halt eben Debuffs. Man hat eben Glück oder Pech, man muss gamblen. Ja? Und am Anfang ist es halt eher empfehlenswert, in den ersten Etagen die Monster zu klatschen. Und das habe ich halt nicht gemacht in den 4 bis 5 ersten Türen. Aus dem Grund, weil ich halt eben die Chance nutzen möchte, halt Buffs aus den Fässern oder Kisten, je nachdem, zu bekommen, weil so hat man eine gute Grundlage, wenn man schon direkt zum Anfang, ihr habt es gesehen, direkt einen großen Buff gefunden hat, easy durch die ersten Etagen durchzukommen. Ne? Das Ganze ist natürlich auf meinem subjektiven Empfinden beruht das Ganze hier und die Meinung muss man nicht teilen. Das ist so für mich das Persönlichste, wie ich am besten durchgekommen bin. Das Ganze richtet sich an Free-to-Play-Spieler, beziehungsweise an Leute, die halt eben preisgünstig durch den Dungeon durchkommen wollen. Das richtet sich nicht an Hardcore-Pilzer oder durch irgendwelche Ressourcen-Runs oder sowas, sondern halt wirklich an Leute, die wirklich sehr wenig Pilze ausgeben wollen in dem Legendary Dungeon. Dort richtet sich hier dieses, sag ich mal, Tutorial im Hintergrund, dieser Zero Death Run, plus halt eben auch die Bilder, die ich links einblende. Und da sehen wir auch schon direkt eine Tierlist, die hier aufgelistet ist. Das Ganze findet ihr auch in der SF-Taverne. Dort habe ich die Grafiken her. Könnt ihr auch sehr gerne mal unten vorbeischauen. Verlinke ich in den Kommentaren. Und dort könnt ihr auch selbst nochmal nachrecherchieren, falls euch das Video hier nicht reicht. Ja, und zwar fangen wir mit den S-Tier-Runen an und gehen weiter runter bis zu den Runen, die sich am wenigsten lohnen. Das Ganze, wie gesagt, richtet sich auch je nachdem, also die Runen sind so ausgerichtet, wie man am besten pilzsparend durchgeht und nicht auf irgendeine andere Taktik. Und zwar fängt man hier an mit der Seele des Hasen. Das ist, also, ne, das Ganze ist natürlich, man muss gucken, man muss natürlich ein bisschen Glück haben, das ist ganz klar. Ansonsten kommt man natürlich, ne, wenn man übelst Pech hat und nur Debuffs bekommt, dann hat man auch keine Chance. Ja, aber wenn man die Runen auswählen müsste, dann wäre die Tierlist hier diese am besten, weil diese List, das ist aufgelistet, je nachdem, wie ihr, beziehungsweise welche die günstigsten Runen sind, die man kriegen kann. Ich habe hier auch nochmal ein anderes Bild, das mache ich mal ganz kurz auf. Hier sieht man nochmal die ganzen Runen erklärt, da könnt ihr sehr gerne das Video pausieren, wenn ihr wollt. Ja. Da sieht man die ganzen Runen aufgelistet, was die halt bringen. Und diese Runen von Seele des Hasen, die bietet einen halt eine 40-prozentige Ausweichchance an. Wenn man die in Kombination mit dem Schlüsselmeister findet hier, dann hat man quasi 40% Chance, besser auszuweichen vor den Gegnern. Plus hat eine 40-prozentige Chance, wenn man ausgewichen ist, einen Schlüssel zu bekommen. Das heißt, wenn ihr die beiden in Kombination habt, dann bekommt ihr quasi Passivschlüssel durch das Ausweichen. Wenn ihr diese habt, dann habt ihr eigentlich schon eine sehr gute Grundlage. Und in meinem Zero Death Run seht ihr jetzt zum Beispiel, jetzt im Hintergrund habe ich den Spying Gem, ne, den Spionage,
Schlüssel hier, der bietet mir halt Chance auf unverschlossene Türen und das ist halt auch ganz nützlich, da man halt Free-Türen hat, ne, die ihr jetzt zum Beispiel hier links seht und hier hinter können sich halt auch eben Buffs oder ähnliches verstecken und das kann halt euch eben weiterhelfen, ja, weiter voran zu schreiten. Ne? Ansonsten haben wir auch noch den Mondstein auf einer A-Rune hier, die einen auch nochmal eine 20%ige Ausweichchance ermöglicht. Und wenn ihr halt eben diese Rune und diese Rune habt, dann habt ihr halt insgesamt 60% Ausweichchance und halt eben 40% nach dem Ausweichen einen Schlüssel zu generieren. Das sind die Top-Runen, die ihr haben könnt. Ne? Und das Ganze ist halt eben so aufgelistet, je nachdem, wie ihr die Runen nehmt, ne? Je nachdem, wie euch das Spiel auch anbietet. So kommt ihr halt auch eben am günstigsten durch. Aber kleine Warnung nochmal zum Ende, dadurch, dass ihr halt eben die Seele des Hasen nehmt, ne? Das ist halt eben auch hier der Nachteil, der ganz große. Kassiert hier auch deutlich mehr Damage von Bossen zum Beispiel, weil ihr halt eben durch diese Rune mehr verwundbarer seid. Ne? Ihr kassiert halt 25% mehr Schaden und das ist halt eben ein großer Nachteil der Rune, wodurch, wenn ihr mal getroffen werdet, dann scheppert's aber ordentlich und ja, deswegen könnt ihr auch zum Beispiel den Endboss nicht mit 50% oder so schaffen, sondern da müsst ihr 60% oder noch mehr Leben haben, damit ihr wirklich eine gute Chance habt, eben da durchzukommen. Wie gesagt, das Ganze ist ja, basiert auf einer subjektiven Meinung von mir und muss nicht so übernommen werden, aber wie gesagt, das sind so meine Erfahrungen, wenn es darum geht, günstig durch den Dungeon zu kommen. So habe ich es halt persönlich am besten geschafft. Ne? Übrigens auch nochmal zu erwähnen, die 20%-Taktik von früher, dass man quasi nur einmal Leben auflädt, die greift nicht mehr, weil mich da auch viele drauf ansprechen, da die Kosten für das einmalige Nachtrinken an Leben erhöht worden sind. Das heißt, falls ihr mal gestorben seid und ihr wollt direkt wieder rein, lohnt es sich halt eben mehr mit 100% reinzugehen, als eben mit nur 20%. Ja, diese Taktik von früher, die ist nicht mehr aktuell, die ist outdated, ja. So, ich habe übrigens das Ganze hier auf doppelter Geschwindigkeit laufen. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert, dass das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. Ne? So, dann kommen wir mal noch zu ein paar generellen Sachen hier. Und zwar, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, dann haben wir natürlich auch verschiedene Buffs am Start, die ihr nehmen solltet, falls ihr diese dann auch bekommt. Ne? Das spielt natürlich auch immer eine große Rolle. Und das Ganze hier ist auch nochmal gut aufgelistet. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das auch sehr gerne mal screenshotten. Hier mit eigentlich die wichtigsten Buffs, die ihr bekommen könnt, ist halt das One-Hit-Wonder, ja, wodurch ihr halt eben Monster killen könnt und dadurch halt gleichzeitig auch Etagen weiterkommt und halt eben Schlüssel farmt. Ne? Wenn ihr das kriegen könnt, dann solltet ihr das auf jeden Fall auch nehmen und habt immer so im Hinterkopf, dass wenn ihr wenig Schlüssel habt, bei jedem Keyshop mindestens 4 Schlüssel Reserve euch lasst. Ja, das ist ganz wichtig, es sei denn, ihr müsst die wirklich im äußersten Notfall nehmen, dann müsst ihr auf 3 droppen oder vielleicht sogar auf 2, aber das ist nicht empfehlenswert. Weil ihr halt immer diese 4 Schlüssel bereit haben wollt für das One-Hit-Wonder. Ne, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist somit das Beste, was ihr halt kriegen könnt. Und hier unten steht nochmal, sie stehen nochmal bei in der Keymaster Shop. 1 bis 3 Shop ist fixed at Floor 30 und 80. Ja, das sind hier nochmal, also das sind nochmal so die Schlüsselmeister Shops, die halt auch eben auftauchen und natürlich könnt ihr die auch random durch Kisten, durch Monster, durch irgendwelche Buffs oder Fässer auch erhalten, ne? Aber die Schlüsselmeister-Dinger, die sind halt eben, wenn man sich die kauft, die sind halt eben fix und da sollte man dann auch drauf achten, dass man diese halt eben auch immer relativ zügig bekommt. Ich wundere mich gerade, warum die auf Floor 30 und 80, ich glaube, eigentlich waren die, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ist schon auch so lange her. Ich glaube, nach fast jedem Schlüssel, nach fast
jedem Zwischenboss kommt doch eigentlich irgendwie, ne, ein Master Key Shop, aber das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Habe ich jetzt nicht auf das Hintergrundvideo geachtet, aber die Grundinformation dahinter ist, behaltet euch immer 4 Schlüssel auf Reserve, das ist so das Wichtigste. Kann aber auch sein, dass die wirklich auf 30 und 80 sind und ich die verwechsel mit den Fluchschlüsselmeister, die gibt es ja auch noch, ne? Die tauchen ja auch hier und da mal auf. Ansonsten für Free-to-Play natürlich auch in Kombination mit den Runen davor die Ausweichchance erhöhen auf 80%, das ist halt ein No-Brainer. Da kommt ihr eigentlich zu 100% immer an den Gegnern vorbei, ne? Die kann man auf jeden Fall auch nehmen. Ansonsten eine gute Kombination ist halt eben diese 70% auf 2 Schlüssel, ne? Auf 2, hier haben wir zum Beispiel einen Schlüsselmeistershop auf Etage 85. 70% auf 2 Schlüssel, sehr gut, zum Beispiel mit One-Hit-Wonder, auch sehr, sehr effektiv. Ansonsten, der große Heal ist auch noch eine Option, für den ihr dann zum Beispiel, wie ihr jetzt hier gerade gesehen habt, 3 Schlüssel nur bezahlt und dann halt eben über 6 Etagen 20% euch heilt. Auch okay, aber in Kombination zum Beispiel mit Seele des Hasen vielleicht nicht so empfehlenswert, weil ihr halt mehr Damage bekommt. Ne? So, dann haben wir nochmal, das sind nochmal die ganzen Debuffs, die ihr bekommt. Könnt ihr auch sehr gerne screenshotten oder so. Ne? Nur nochmal, damit ihr es so gesehen habt und wovon man die bekommen kann. Damit ihr das Ganze nochmal auch nochmal verinnerlicht, ne, sozusagen. Und hier vielleicht nochmal ganz interessant, haben wir die Monster, beziehungsweise was die halt für einen Durchschnitt Schaden machen. Die Informationen sind so aus dem Durchschnitt erlangt und können halt eben auch variieren und abweichen. Das steht jetzt nicht fest, aber ihr seht halt eben zum Anfang machen die Monster noch nicht viel Schaden, deswegen ist es da eher ratsam, Schlüssel zu farmen. Bis Etage 25, ab 26 sollte man schon aufpassen, dass man nicht mehr ganz so viel Damage nimmt, ne? Da muss man immer abwägen zwischen, was kann ich mir leisten und was nicht. Wenn ihr zum Beispiel einen One-Hit-Wonder habt oder 4 Schlüssel, dann solltet ihr zum nächsten Keymaster und dann könnt ihr halt wieder Schlüssel farmen, ne? Und halt eben darauf hoffen, dass ihr auch die richtige Rune bekommt. Am Ende ist es halt eben eine Glückssache soweit. Hier nochmal zur Übersicht die ganzen Räume, die ganzen Lichträume, diese Goldtüren, die Goldräume, die immer so golden scheinen, haben wir hier auch nochmal aufgelistet, ne? Nochmal zur Übersicht. Und hier gibt es halt auch ganz viele Fallen oder halt eben Buffs, die man nehmen kann. Ne? Falls ihr nicht wisst, was zum Beispiel der Geschichtenerzähler macht, ne? Der bringt euch halt eben einen Buff, zum Beispiel halt einen Heal, also einen Heal-Buff bringt er euch, plus halt eben einen Random-Buff. Ne? Das ist zum Beispiel was Gutes. Beim Gambler, da sollte man aufpassen bei den Hütchenspieler, der kann halt eben auch nichts machen, der kann euch einen Buff geben, der kann aber auch einen Debuff geben, deswegen ist riskant auf jeden Fall. Ne? Und hier könnt ihr euch das mal eben anschauen, was ihr dann halt wissen müsst, falls ihr das noch nicht wisst, für die kommenden Etagen. Ansonsten nochmal recht interessant vielleicht für den einen oder anderen, der wissen wollte, wieso die Chance ist für die legendären Steine, weil wenn ihr das erste Mal einen legendären Dungeon betreten habt und einmal auf Etage 100 durch seid, dann habt ihr ja quasi, übrigens den Code hier, der ist nicht mehr aktuell, ne? Dann habt ihr ja quasi ein legendäres Item freigeschaltet und so habt ihr eine Chance, legendäre Steine aus der Mine zu befördern. Und hier haben wir unten die Linie an freigeschalteten Legendaries im Sammelalbum und hier oben ist quasi die Prozentanzahl, was ihr wie hoch die Chance ist, quasi einen legendären Stein dadurch zu bekommen. Ne? So ungefähr ist das Ganze hier. Ja, und wie gesagt, vielleicht habt ihr so ein bisschen im Hintergrund drauf geachtet. Meine Strategie im Grundlegenden ist es eigentlich wirklich so gut es geht, am Anfang die Buffs mitzunehmen in den ersten 5 Etagen, dann hoffen, dass man halt Buffs bekommt. Wenn nicht, dann man kann halt nicht immer Glück haben, so vom Ding her. Und mit den Buffs halt in den ersten Etagen
so gut es geht durchzukommen, diese zu nutzen und halt eben viele Schlüssel zu farmen in den ersten 25 Etagen und halt eben diese in den nächsten Etagen kann man ruhig ausgeben und verbraten, aber halt eben wirklich nur so weit, dass man bis zu 4 Schlüssel immer noch auf Reserve hat, um halt eben für den Schlüsselmeister den dementsprechenden Buff zu bekommen, was halt eben One-Hit-Wonder wäre in dem Fall. Ne? Da würde ich auch sogar empfehlen, für Low-Eco-Pilzer würde ich empfehlen, da vielleicht auch ein paar Pilze fürs Blättern in die Hand zu nehmen, wenn man nicht direkt One-Hit-Wonder hat, weil das Ganze wirklich ein sehr nützlicher Buff ist über diese 8 Etagen, worauf man eigentlich nicht verzichten sollte. Wenn ihr da wirklich auch 10 oder 20 Pilze fürs Blättern ausgebt, es ist hinten raus günstiger, wenn ihr damit halt eben weiterkommt, als wenn ihr jetzt, sagen wir mal, das eben nicht macht, eine Etage weitergeht und 1, 2 Etagen danach sterbt und dann müsst ihr halt eben wieder elendig lange warten oder halt für 48 Pilze neu aufladen. Und deswegen kann man das ruhig mal machen. Sollte man aber auch darauf achten, wenn man nicht genug Leben hat, dann sollte man eventuell auf diesen 20% 6 Räume Lebensbuff gehen, um halt eben nicht das Risiko einzugehen, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, nur noch ein Viertel oder ein Achtel Leben hat oder so, sollte man nicht riskieren, One-Hit-Wonder zu nehmen, sondern da sollte man sich darum kümmern, seine Lebensenergie wieder hoch zu stacken, damit man vielleicht noch ein paar Hits tanken kann. Und das sind jetzt erstmal so meine grundlegenden Tipps zu dem Thema Legendary Dungeon. Vielleicht hat es den einen oder anderen weitergeholfen. Vielleicht konnte ich so ein bisschen bei dem einen oder anderen das nochmal auffrischen. Ne, ich denke mal, die Tierliste ist auch sehr nützlich für die Free-to-Play-Spieler unter euch. Und ja, falls euch das Ganze hier weitergeholfen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like oder Kommentar auf das Video freuen. Es würde mich auf jeden Fall sehr supporten. Ansonsten, falls ihr mich wirklich extrem supporten wollt und bei dem legendären Dungeon vielleicht euch ein paar Pilze kaufen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze über den SF-Shop macht. Denn dort erhaltet ihr eure Pilze 20% günstiger als auf Steam, iOS oder Apple. Ne? Da kosten die jetzt mittlerweile 120 € für 3000 Pilze. Und in diesem SF-Shop, dort kosten die nach wie vor 100 € für 3000 Pilze. Zum Angebot halt 3600, ne? 3600 Pilze. Und dort könnt ihr halt eben diesen Creator-Code eingeben und mich dadurch kostenlos supporten. Ihr habt dadurch nicht mehr Kosten und unterstützt mich halt dadurch extrem krass, falls ihr vorhabt, bei dem legendären Dungeon aufzuladen und Pilze dafür zu investieren. Deswegen vielen lieben Dank. Gruß geht raus an jeden einzelnen von euch und ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer wir sehen uns auf jeden Fall im Legendary Dungeon, wenn es soweit ist. Und wir werden das Ganze auch live streamen. Ansonsten wünsche ich euch viel Glück und alles Gute für den kommenden Legendary Dungeon. Das war es soweit von mir. Ich verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.